So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema mit Variablen, und zwar der Gültigkeitsbereich. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel Gültigkeitsbereich, das gibt es auch im normalen Leben. Wir haben da eben einen Ausweis. Ja, wir brauchen für internationale Reisen brauchen wir einen Pass. Ja, in Deutschland reicht der Ausweis, an der Uni langt die ID-Karte von der Uni, die Student-ID, und genauso ist es eben mit Programmen. Ja, hier, das ist der globale Gültigkeitsbereich. Wenn ich hier zum Beispiel meine ID mache, ja, die wäre hier jetzt der Pass. Ja, und hier, das ist jetzt der lokale Gültigkeitsbereich innerhalb der Main-Funktion. Ja, da kann ich auch ID verwenden. Ja, ich kann eben hier vorne mal ausgeben, cout, ID, Endline. Ja, in C geht das nicht. In C kann ich nicht vor einer Definierung einer Variablen was schreiben. Ja, aber in C++ geht das. So, machen wir das mal weg. Und dann mache ich jetzt hier und sage Ausweis. Ja. So. Und genau. Und gebe das jetzt aus. Ja. Und dann mache ich eben hier einen weiteren Scope auf und sage hier, ich gebe hier nochmal die ID aus. So. Ja. Und dann definiere ich nochmal eine ID. Ich kopiere das einfach. So. Und hier hätte ich eben meinen Studentenausweis. Ja. Und gleich hier hinten dran geben wir nochmal die ID aus und gucken, was da jetzt alles passiert ist. Endline nicht vergessen, dass wir den Überblick behalten. Und dann geben wir noch an, in welchem Scope wir sind, dass wir da wirklich sehen, was wir machen. Okay, also hier sind wir eben, ja, in Main. Ja. Dann sind wir hier in einem Subscope. In Subscope. Und dann hier eben auch im Subscope, aber nach Zuweisung. Und dann sind wir wieder hier sozusagen in Main. Ja. Und eben nach Subscope. So, schauen wir uns das mal Ganze an, was da rauskommt, und analysieren das gut. Hier haben wir ein Problem, unable to resolve overload. Ach, das macht ja keinen Sinn hier. So, hier, was mache ich denn? So, genau. Und schauen wir mal an, was einfach rauskommt. Gut, das Programm kompiliert, wir starten es. Und sehen jetzt hier Folgendes. Also, in Main, ganz am Anfang, hat das den Wert, ja, von hier oben, von Pass. Ja. Danach, ja, machen wir das mal hier nebendran und machen das mal hier ein bisschen so rüber. Ja, also wir sehen, hier hat es den Wert Pass. Ja. Dann setze ich es auf den Wert Ausweis und sehe auch sehr schön hier im Subscope, und dann hat es eben den Wert Ausweis, genau hier. Dann gehen wir in den Subscope, da hat es noch den Wert Ausweis, dann weise ich den Studentenausweis zu und habe dann im Subscope nach Zuweisung Studentenausweis. Jetzt wird es interessant. Ja? In Main nach dem Subscope habe ich jedoch wieder den Originalwert von hier. Hätte ich noch eine andere Funktion, würde die aufrufen und die würde auf ID zugreifen, dann hätte die Pass den globalen Wert. Ja? Und das ist eben wichtig, und der Grund, warum das Ganze funktioniert, ist eben der, dass wir in C eben mit Stapeln arbeiten. Ja, ich kann das mal skizzieren hier. Unseren Speicher, der ist eben so aufgebaut, und ich habe ja schon gesagt, wir haben einen Stack, und der Stack, der wird von unten aufgefüllt. Ja? Und der globale Stack, ja, der fängt hier unten an, da steht dann eben Pass drin.
das ist die ID. Dann gehen wir in die lokale Funktion rein. Also Moment, ich zeige mal hier, da haben wir dann unseren Ausweis. Und am Anfang zeigt der Zugriff auf ID eben hierhin. Ich kann eben mit Zugriff genau da zugreifen. Wenn ich sozusagen in meine Main-Funktion reingehe, ich mache das mal kurz hier nebendran, und hier in dieser Funktion, in der Main-Funktion hier, dieses ID, das wird dann eben darauf gesetzt, auf den Ausweis. Und im Subscope, hier drin, da habe ich dann meinen Studentenausweis. Ja? Sobald ich diesen Subscope verlasse, ja, wird mein ID wieder darauf gesetzt, sodass ich dann wieder auf den Ausweis zugreife. Und deshalb wächst der Stack eben von unten nach oben. Hier ist 0 und hier geht der Speicher eben zu hohen Adressen hin. Und ich kann über diesen Stapel eben sehr effizient solche lokalen Variablen verwenden. Ja, ich kann auch die mit dem gleichen Namen wie aus dem Außerhalb-Scope nehmen, ohne dass es da eben zu Kollisionen kommt. Okay.